Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Man könnte es als eine Mischung zwischen türkischem Pidebrot und georgischem Khachapuri-Brot bezeichnen. Es hat von beiden etwas, aber doch nicht alles, was zu dem jeweiligen traditionellen Gericht gehört. Fakt bleibt, dass es ein extrem köstliches Brot ist, gefüllt von innen und von außen mit verschiedenen Käsearten. Natürlich immer von Bioqualität und das Allerwichtigste ist, dass es eben ohne Getreidemehl hergestellt wird, welches mit Leinsamen, Mandelmehl und Kokosmehl ersetzt wird, dadurch nicht nur super gesund ist, sondern auch extrem köstlich schmeckt. MashaAllah. Eine tolle, gesunde Alternative zu den herkömmlichen traditionellen Broten, die immer aus Weißmehl hergestellt werden, das für unseren Körper das reinste Gift darstellt. Zuerst geben wir gemahlene blanchierte Mandeln in die Schüssel, dann kommt etwas Bio-Kokosmehl hinzu. Als nächstes mahlen wir zuerst die goldenen Leinsamen in der Kaffeemühle zu feinem Leinsamenmehl. Wichtig zu erwähnen ist, dass man die Leinsamen nicht im gemahlenen Zustand kauft, sondern sie vorher selbst vermahlt, weil fertig geschrotete Leinsamen sehr anfällig für Oxidation sind. Deshalb unbedingt vor Gebrauch selber schroten. Jetzt kommt Flohsamenschalenpulver hinzu, ein Päckchen Backpulver, dann ein Teelöffel von meinem selbstgemachten Rosmarinsalz. Mein Video dazu, wie man dieses aromatische Salz selber herstellt, verlinke ich euch hier oben. Dann ein Teelöffel Knoblauchpulver und ein halbes oder Viertelpäckchen frische Hefe. Ein Bio-Ei kommt noch hinzu. Dann vermischen wir das Ganze kurz miteinander, bevor wir später das heiße Wasser hinzugeben werden. Vorher allerdings werden wir die Käsemischung zubereiten. Und zwar verwenden wir Mozzarella-Käse, Feta-Käse und vorher geriebenen Mozzarella-Käse. Alles natürlich in Bio-Qualität. Den ganzen Mozzarella-Käse werden wir jetzt selbst reiben. Das kommt in die Schüssel. Dann kommt der Feta-Käse, der einfach so in der Hand zerbröselt werden kann, dazu. Und schließlich der schon vorher geriebene, gekaufte Mozzarella-Käse. Und diese Mischung werden wir dann einfach mit der Hand kurz durchkneten, sodass wir eine gute zusammenklebende Masse dadurch erhalten, wie hier jetzt zu sehen. Die Käsemischung stellen wir dann zur Seite und jetzt werden wir das heiße Wasser zu dem Mandelmehl, Leinsamen und Kokosmehlgemisch hinzufügen. Ich hatte hier nur 200 Milliliter gegeben. Letztendlich habe ich insgesamt 300 Milliliter kochendes Wasser dazugegeben und es gut vermischt, bis wir einen richtig schönen festen Teig erhalten. Und davon werden wir jetzt immer kleine Bällchen abnehmen und diese jeweils hier zwischen zwei Lagen Backpapier ausrollen, bis sie etwa tellergroß sind. Dann entfernen wir das oberste Backpapier und schlagen die Seiten um, sodass wir ein Viereck erhalten. Und dann werden wir nochmal das Ganze wiederum zwischen den beiden Lagen Backpapier ausrollen, bis wir ein ungefähr gleichmäßiges Viereck erhalten. Und dann kommt auf beide Seiten von diesem Viereck jeweils eine längliche Lage von dieser Käsemischung. Und auf diese Weise schlagen wir dann den Teig um diese Käsemischung auf beiden Seiten und rollen sie so weit ein, dass die Käsemischung bedeckt ist von beiden Seiten. Und sobald wir das getan haben, werden die Enden auf beiden Seiten noch zusammengedrückt. Und dann wird die Mitte, diese offene Mitte, auch nochmal mit Käse befüllt, wie wir das hier jetzt bei allen anderen sehen können. Beim letzten Brot war dann der Käse fast zu Ende und dann habe ich da einfach nochmal von dem fertig geraspelten Mozzarella hinzugegeben. Den Unterschied werden wir dann später sehen. Deswegen sage ich euch jetzt schon mal, dass diese Mischung, diese 3 Käsemischung, die beste ist. Am leckersten schmeckt und auch am besten aussieht. Und jetzt werden wir mit einem geschlagenen Ei hier kurz nochmal die Ränder bestreichen von allen pideartigen Broten hier. Und sobald das erledigt ist, werden wir die Brote noch mit dem gesunden Schwarzkümmelsamen bestreuen. Ich verlinke euch hier oben gerne nochmal mein Video zum Schwarzkümmel, in dem Heilung gegen jede Krankheit liegt, außer gegen den Tod. Die Brote werden jetzt in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze, so lange gebacken, bis sie eine goldbraune, leckere, knusprige Farbe erlangen. Wie hier jetzt zu sehen. Jetzt sind sie fertig. Der Käse ist richtig schön zerlaufen und am leckersten schmeckt dieses köstliche Brot, wenn man es noch im warmen Zustand genießt. Man könnte es als Beilage benutzen für andere diverse Gerichte oder man könnte es auch einfach nur so verzehren. Wir sehen jetzt hier das Brot, welches ich nur mit dem geriebenen Mozzarella gefüllt hatte. Es hat eine dunklere Farbe und der Käse ist eben nicht so schön flüssig wie bei den anderen Broten. Und wenn man es auseinanderzieht, dann
zieht es eben nicht so schöne Fäden. Deshalb in jedem Fall möchte ich euch empfehlen, diese Käsemischung so zu verwenden, wie ich sie im Video vorgestellt habe. Mit diesem ketogenen köstlichen Brot können wir wieder einmal herkömmliches ungesundes Brot ersetzen, welches nur aus Weißmehl hergestellt wird, dabei aber keinerlei Vitalstoffe oder Ballaststoffe enthält, den Blutzuckerspiegel stark in die Höhe treibt und auf Dauer genossen zu einer Insulinresistenz führt, aus der dann eine Diabetes und in Folge viele andere Zivilisationskrankheiten entstehen können. Ich verlinke euch hier oben gerne nochmal mein Video zu den 12 Anzeichen einer Insulinresistenz. Die strenge und konsequente ketogene Ernährung ist für jeden Diabetiker und Frühdiabetiker geeignet und stark zu empfehlen. Wer jedoch keine Beschwerden hat, für den ist einfach eine ganz normale Low-Carb-Ernährung geeignet. Denn der Körper ist für die Menge an Kohlenhydraten, insbesondere der leeren Kohlenhydrate, die wir in der heutigen Zeit konsumieren, nicht geschaffen und nimmt dadurch Schaden. Gerne verlinke ich euch auch hier oben nochmal mein Video zur ketogenen Ernährung, wo der Sinn und Zweck dieser im Detail erklärt wird. Hier sehen wir nochmal, wie schön der Käse Fäden zieht, wenn wir das Brot noch im warmen Zustand auseinanderziehen. Denn warm schmeckt das Brot einfach am besten. Schaut euch auch gerne nochmal mein altes Video zum ketogenen Käse-Knoblauch-Fladenbrot an. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.